Hallo und herzlich... Hallo und herzlich willkommen zu Kholat. Wir spielen das polnische First-Person-Horror-Spiel. Wir haben glücklicherweise einen Code dafür bekommen für unsere Schauergeschichten für die 11. Ausgabe mittlerweile. Und eventuell ist es sogar im Halloween-Giveaway, also im Gewinnspiel mit drin, das am Freitag starten wird. Aber dazu dann mehr morgen. Und wir gucken einfach mal rein. Ich habe mich vorher nicht drüber informiert. Aber es hat schon mal ein sehr interessantes Intro, wie ich gerade schon mal gesehen habe, als der Stream noch nicht anging. Und das jetzt einfach übersprungen wird, ist natürlich nicht so geil. Dann werde ich doch lieber ins Hauptmenü wieder zurückgehen. Weil es schon, sonst wird man einfach nur so reingeworfen und weiß überhaupt nicht den Hintergrund. Ladezeiten sind schon mal nicht so geil. Neues Spiel machen wir natürlich. Und Sprachausgabe gibt es auf Englisch und auf Polnisch. Habe ich mal nicht für Polnisch entschieden. Auch wenn ich vielleicht das ein oder andere Wort verstehen will. Untertitel gibt es ungefähr in 12 verschiedenen Sprachen. Leider kann man die Größe der Untertitel nicht anpassen, wie bei den Telltale-Spielen. Aber ihr werdet schon klarkommen. 56 years ago, Russia, the northern Ural Mountains. A group of 9 students of the Ural Polytechnic Institute embarked upon a difficult winter expedition to reach the Otorten mountain. Their journey seemed to progress according to plan. However, on the 7th day of their trip, the weather conditions worsened. They lost their orientation and were forced to set up a camp on the slope of the mountain called Kholat. It was their last stop. 3 weeks later in Yekaterinburg, when their families received no word of their success, the first rescue expeditions were sent. On February 25th, 1959, an abandoned encampment was found. The tent was torn down and covered with snow, with all the group's belongings left inside. Further examination revealed it was cut from inside out. The surrounding footprints indicated the crew had fled the tent. They were barefooted. This suggests a frantic escape, characteristic of people scared out of their wits. 2 sets of prints led to a forested area down the slope. The rescue team found an improvised fireplace and 2 bodies. They were lying in but their underwear, with cuts and scratches to their limbs, suggesting they had tried to climb the tree in panic. What could terrify them so much? The next 3 bodies were found scattered a few hundred meters from the first discovery. One of them had suffered a fractured skull, this despite no evidence of a struggle. It took the spring thaw 2 months later to enable the rescue team to find the rest of the victims. The last 4 skiers were found buried in a thick layer of ice and snow. Their autopsies led to even more bizarre findings. All of the bodies had severe internal injuries caused by an undetermined force, similar to that of a serious car accident. No external damage nor bruises were visible, besides a tongue ripped from one victim's mouth and a strange orange skin color. Much speculation arose from these puzzling events. Such theories included attack from the local tribesmen, from an avalanche, or animals. Each theory, however, only served to create more questions. The truth behind this tragic course of events remains unexplained to this day. What really happened? Maybe the answer still waits to be discovered, deep under the snow. Ja, da sind wir im Spiel. Wir streamen nur in 30 Frames, weil auf der Konsole wohl nur in 30 Frames das Gameplay möglich ist. Lauschen wir doch mal der schönen Musik lieber, bevor ich hier irgendwie einen Schlüssel laber.
An sich die Atmosphäre schon mal ganz nett. Man fühlt sich gleich so ein bisschen verlassen hier. Oder verloren. Dieses verlassene Dorf und jetzt auch hier. Der fließende Übergang in die Kälte. Oh je, ey, die Musik. Ähnliches Spiel wie das wäre auch Kona, was allerdings... Ah, okay, jetzt kommt wieder Schauergeschichten. Was allerdings nicht in Russland spielt, sondern in Kanada. Aber lassen wir uns erstmal auf dieses Spiel ein. Ich weiß auch nicht, ob dieses Intro am Anfang auf einer wahren Begebenheit basiert. Ich hatte das schon mal gesehen, aber ich glaube, da hatte ich mir ein Let's Play mal angesehen. Weiß aber nur noch vom Intro was. In the end, the only thing I saw was a flash, an insufferable burning light, the pain ripping apart my body. I felt it tearing out of my soul. After a while, I was nobody, nothing. The light went out and I vanished into overwhelming darkness. I welcomed the end with delight. Ja, dieser Whiteout-Effekt ist echt gut gelungen. So einen ähnlichen Moment gab es jetzt zum Beispiel in Uncharted 3, Drake's Deception, als man in dieser Route an Kali-Wüste, oder wie auch immer die heißt, unterwegs war. Bloß hier halt jetzt mal in der Schneewüste. Aber ich habe doch was gefunden. Okay, gucken wir uns das mal ein bisschen an. Ob da gleich die Blair Witch um die Ecke kommt? I am right behind you.
Diese Ladezeiten. Da kann man ja sogar 2 Maps von Battlefield 1 in der Zwischenzeit laden und das muss schon was heißen. Have you Jetzt sind ever wir beim tried to zweiten hold Akt. on to your humanity? When others convince you of being no more than a subject, an object, which they can bend to their will. When they told you that you were a monster that deserved punishment. When you could really not remember your sins. When they took away your loved ones, leaving you to rot in the dark. The problem is that in their darkness, you have never been alone. Ah, das hört sich schon sehr interessant an, dass man hier seine eigenen Routen irgendwie sich basteln muss oder zurechtlegen muss. Und dann auch immer wieder auf Karte und Kompass gucken. Moment, wo bin ich denn hier? Also ich schätze, das rote Ding da ist mein Stützpunkt. Und ich laufe jetzt wohin? Nach Norden. Was heißt denn C und was heißt dann OH? C wahrscheinlich für Camp. Aber wenn schon das ist ja dann sinnlos. Für was braucht man dann die Karte eigentlich? Bin ich hier oder wo bin ich? Wahrscheinlich. 33, ja, da laufe ich entlang. Braucht man den Kompass eigentlich auch nicht oder die Karte nicht? Weil man muss ja nicht mal nach den Himmelsrichtungen suchen, wenn man schon direkt einen Kompass hat, der zu den Zielen führt. Mach ich das mal weg. Folgen wir mal dieser Eingebung. Was ist eigentlich hier dieser Turm da? Okay, Kryptonit oder was? I set out the moment I heard about the incident. I was in the area, so I reported to the unit myself to be automatically assigned to the case. I arrived at Vichy on February the 19th, a couple of days before the Institute's rescue group. While waiting for them, I started asking around to see if anyone from among the locals knew anything about the incident. One of them said he had a hunting cabin in the search region and knew the area very well. I decided to use him as a guide. When the rescue team had finally arrived, I explained to them what the unit's role was in this mission and that all discoveries or observations should be brought to my attention before anyone else's. We established priorities, checked the equipment, and set off right away. It was not until February the 26th we found the tent that I believe belonged to the students. Initial findings show that the people in the tent cut its sidewall and for some reason tried to escape from it in panic. The tracks in the snow led to a forest 1.5 kilometers away. But the trail went cold after 500 meters and we had to carefully search the entire area. This was not a place of any average incident. We had shivers crawling all over our bodies because of the atmosphere surrounding us. I was convinced that something more than just an accident had occurred here. Oh shit, was geht jetzt ab? Oh, wer ist da weggelaufen? Ah, ich bin tot? Was geht denn da ab eigentlich? Hätte ich wohl irgendwie was machen? Hätte ich wahrscheinlich weglaufen sollen. Bin
Hier ist von den Steinen erschlagen worden. Ich finde das Survival-System an sich ganz interessant, aber ich glaube schon, dass es eine relativ lineare Story-Experience ist, wie es so heißt. Aber ich finde es an sich schon eine sehr interessante Geschichte. Ein bisschen spannender als zum Beispiel Kona. Kona ist halt mehr so ein Twin Peaks-mäßiges Ding und das hier ist mehr so Übernatürliches. Wobei natürlich in Twin Peaks auch sehr viel Übernatürliches drin ist zum Beispiel. Ah, diese Ladezeiten ist ja extrem. Okay, ich glaube, ich soll hier weglaufen. Oder zurücklaufen zum Camp? Ich habe keine Ahnung. Ich laufe einfach mal. Okay, das war gut, da rauszulaufen. Aber ich habe da irgendeine Figur weglaufen sehen, wo ich gestorben bin. Vielleicht war das nur die Sterbesequenz. Nee, da läuft sie. Hinterher, hinterher. Wo ist er hin? Er ist weg. Wo ist diese Gestalt hingelaufen? Guck ich mal wieder auf die Karte am besten. Wie ging das? Mit Dreieck? Okay, hier war dieses Event gerade und ich glaube hierhin müssen wir wieder zurück. Oh Gott, das wird chaotisch. Irgendwie laufe ich nicht in die richtige Richtung, kann das sein? In die Richtung bin ich gelaufen von diesem Turm, also ich glaube hier war es dann. Genau. Das hat ja schon mal hingehauen. Weiß nicht, ob das Ziel war, wieder hier zurückzukehren. Alter, was höre ich da? Das ist ja nicht das Zelt, was ich da höre, weil das bewegt sich hier gar nicht. Es soll wahrscheinlich das Zelt sein. Okay, gut. Ich dachte schon, das wäre was anderes. Hä? Könnte ich da rein? Drücke X. Ist das eine Schnellreisefunktion? Nee. Ja, was ist denn jetzt hier? Okay, ich soll anscheinend noch ein bisschen untersuchen hier alles. Wahrscheinlich muss ich in Richtung dieses roten Turmes gehen. So ein bisschen wie in Dear Esther, was ja auch letztens auf PS4 und Xbox One nochmal rauskam. In der, wie hieß die, Landmark Edition oder so ähnlich. Auch ein ganz cooler Walking Simulator. Muss ich jetzt nochmal hinlaufen. Schauen, was passiert. Nichts. Schnell weg. Ich laufe jetzt einfach mal in Richtung dieses roten Lichtes. Also man hat jetzt aber nicht so wirklich Statussymbole, wie es ja man friert, wie es um die Lebensenergie steht, um Hunger und so Statuswerte, das gibt's wohl nicht. Das gibt's dann zum Beispiel in Kona, wo man ja auch größtenteils im Schnee unterwegs ist, aber auf die Temperatur und so Sachen Acht geben muss. Hier muss man mehr Acht geben, dass man sich nicht verläuft halt. Aber irgendwie, ich komme nicht in die Richtung dieses Turms. Naja, da bin ich ja jetzt wohl nicht mehr. Ich bin doch schon viel weiter weg. Oder? Ich weiß nicht, ob der immer auf den Punkt zentriert auf der Karte, wo ich mich gerade befinde. Das wäre mal nett rauszufinden. Nee. Ist nicht so.
selber klarkommen quasi. Ich verstehe es noch nicht so ganz, wie ich mich orten kann, aber okay. Okay, wir scheinen richtig zu gehen. Just like me. But you are losing your mind, my friend. You're slipping slowly into the abyss, and there is no one to give you a hand. And at the bottom, I am the only one waiting for you. Oh, Hilfe. Wie die Sicht auch immer schlechter wird, das ist echt schon ganz gut vermittelt. Ah, hier ist plötzlich alles ruhig. Oh, wird alles unscharf langsam. Wie bin ich denn jetzt eigentlich lang gelaufen? Ich glaube, ich bin hier unten und dann hier hoch. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Was sagt mir denn dieses C überhaupt aus auf dem Kompass? Center vielleicht? Da ist ein Center wahrscheinlich. Aber ich sehe auch nicht den Abstand. Hätte ich vielleicht mehr einzeichnen können? Kann man sich Sachen einzeichnen? Nö. Ja, was sind diese... Ah, geh weg da. Diese Pfosten. Es gibt übrigens keinen Schleichbutton, wie es scheint. Also gibt es wohl auch keine Gegner, denen man ausweichen muss. Okay, die nächste Geschichte. Okay, die muss man wohl jetzt immer selber lesen. Ist ja nicht mehr englisch betont. Das ist ein ganz nettes Bild hier. Aha, hört sich so ein bisschen nach Roswell an. Was da wohl unterwegs war. Man muss natürlich darauf achten, dass das Spiel 1959 spielt, wo jetzt noch keine Drohnen unterwegs waren oder sowas. Normalerweise. Denkt man zumindest. Oha, was haben wir denn hier? Oh ne, verlassene Dörfer. Oh shit, wer steht da? Okay, wir sollen dem Geist befolgen. Welcome to Silent Hill kommt jetzt wahrscheinlich gleich. Oh shit. Was ist das für ein Viech? Ich glaube, das ist nicht nett. Das kommt in unsere Richtung. Oh, ich hau mal besser ab. Aha, okay, die heulen wohl so rum, ne? Shit. Oh, fuck. Haha. Ah, so schnell ist man tot und die nächste Ladesequenz. Oh je. Aber zumindest wenn man in der Spielwelt mal drin ist, wird nicht nochmal zwischengeladen, das ist ganz nett. Hat so ein bisschen was von Betrayer, wer das Spiel noch kennt. Das ist so ein Steam Early Access Spiel gewesen. Haben wir auch mal im YouTube-Kanal gespielt. Da sind auch solche Schattenwesen unterwegs. Spielt auch so ein bisschen in der Vergangenheit.
und basiert auch teilweise auf einer wahren Begebenheit, allerdings zur Zeit der Siedler, der spanischen. Ja, da werde ich nicht nochmal hingehen. Ich wollte eigentlich zu diesem Kirchturm gehen. Aber ich glaube, da muss man erst an diesen Viechern da vorbei. So, da sind wir wieder. Ah, direkt hier, gespeichert. Im letzten Objekt. Diesmal werde ich ein bisschen vorsichtiger sein. Ah, man kann sich doch ducken mit der Kreistaste. Vielleicht kann ich einstellen, dass ich sie nicht immer gedrückt halten muss. Sonst kann ich nämlich die Kamera nicht drehen. Kann man wohl nicht ändern. Kauern. Mit Kreis muss man gedrückt halten. Das ist ein bisschen doof. Weil dann kann ich mich nicht drehen, ich kann mich nur so leicht bewegen. Okay, da muss ich hinter. Achso, kann ich hier rüber? Nee. Muss ich erst hier runter. An den Schattenmonstern vorbei. Die Weitsicht ist jetzt nicht so extrem, also ich kann jetzt nicht die Gegner ausmachen von hier aus. Ist das hier schon einer oder ist das ein Busch? Also schön Busch. Ich gehe jetzt mal hier lang. Ich muss mich eigentlich links halten. Aber wir gucken mal, wo wir hinkommen. Okay, da läuft einer. Kommt bestimmt gleich einer um die Ecke. Oh shit, da ist er. Hab mich, glaube ich, noch nicht bemerkt, ne? Sonst glühen die nämlich so rot. Okay, da ist der nächste. Geh ich mal hier lang. Ach nee, da kann ich nicht lang. Verstecke ich mich erstmal hier so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob die feste Laufwege haben oder die immer nur ein Gebiet abgrasen. Oh, ich habe keine Ahnung mehr, wo ich bin. Ich helfe jetzt auch nicht irgendwie auf den Kompass zu gucken oder so. Ich glaube, aber ich gehe in die richtige Richtung. Shit, jetzt kommt er daher. Und jetzt kann ich nur warten und hoffen. Nicht bewegen einfach. Hey, wo ist der hin? Wo ist der hin? Der lief doch gerade da. Da. Ah, okay, er läuft immer hier so lang. Oh shit, jetzt kommt er aber noch. Verschwindet er? Oh fuck. Oh fuck! Ah. Oh Mann. Ah, ja. Gibt nicht so viele Ausweichmöglichkeiten in dem Leveldesign. Alles recht enge Gänge. Obwohl man doch hier in der Wildnis unterwegs ist. Man kann sich auch überhaupt nicht erwehren. Ist wieder eines dieser Spiele, die ich ganz gerne mag. Wären die Ladezeiten nicht so lang, dann wäre das gar nicht so schlimm. Und dann immer wieder den kurzen Schreckmoment bekommt. Aber ich denke mal, ich mache mal noch so ein, zwei Versuche. Würde schon gern wissen, wie es hier noch weitergeht, storymäßig. Ansonsten habe ich schon einige Spiele noch für die nächsten Tage. Bis Halloween kommt auf jeden Fall täglich noch ein Video. Und eventuell geht es dann danach sogar noch weiter, weil ich habe einige coole Horrorspiele noch gefunden, die man spielen kann. Und warum nicht einfach im November weitermachen?
Wir haben ja relativ spät angefangen, in der 2. Oktoberwoche erst. Und deswegen können wir dann gerne noch einen Schock November machen zum Beispiel. Ja, ich weiß, ich muss dahinter. Ah, von oben kommt auch einer gelaufen. Vielleicht gibt es da mehrere Wege hin. Vielleicht kann ich auch einfach umkehren und von der anderen Seite kommen. Also ich glaube, man muss schon sehr nah an den Gegnern stehen, bis die einen entdecken. Nur das Problem ist, es ist egal, ob man kauert oder nicht, die sehen einen trotzdem, wie wir vorhin gesehen haben. Ich versuche jetzt nochmal hier lang zu gehen. Oh, hier stehe ich natürlich ein bisschen ungünstig. Wenn es eine gewisse Weitsicht gibt, dann und die mich auch sehen, komme ich wieder runter. Man kann auch nicht abkürzen, man hängt immer überall fest. Ich glaube fast, da komme ich nicht runter. Das ist die Abkürzung für Pros. Hier stand einer direkt rechts neben diesem Felsen. Scheinbar, ob ich hier lang kann. Und da links war auch noch einer. Aber die laufen halt immer ein bisschen anders, glaube ich. Oh shit. Hat sich in Luft aufgelöst? Ja, wahrscheinlich. Jetzt spawnt er gleich da drüben wieder, glaube ich. Oh shit, da kommt einer. Ist mir egal, dann soll er hier spawnen. Dann stell ich ihn wieder. Oh shit, jetzt geht er hier lang. Die Sau. Ach nee, ach, von beiden Seiten. Gibt's doch gar nicht. Okay, aber die verschwinden dann nach ein paar Schritten wieder. Ach Mann ey, ich komme da nicht vorbei. Ist ein bisschen nervig, dass man auch an jeder Kante hängen bleibt und so. Hey, jetzt verschwindet er wieder, okay. Ich glaube, jetzt ist die Luft rein, ne? Oh shit, ich höre was. Ah, geht er runter. Oh Mann, ey. Und überall hängen bleibt. Gut, ich glaube, jetzt sind wir für den Moment sicher. Ach, jetzt kommt schon wieder hier einer um die Ecke. Wo muss ich überhaupt hin? Ich muss mich eigentlich links halten. Aber, oh shit, da war gerade einer. Oh shit, da ist noch einer. Okay, jetzt verschwunden. Oh shit, jetzt ist er hinter mir. Folgt ihr mich? Nee, nicht. Oh fuck, das ist direkt da. Oh, da ist noch einer. Jetzt ist er hinter mir. Okay, hab ich nicht verfolgt. Alter Schwede, ey, das ist schon ein ganz cooles Spiel. Fällt einem schon bei Laune, in Anführungsstrichen. Fuck, ey. Ich weiß nie, wann ich sprinten kann, wann ich in Deckung gehen soll. Oh fuck, hier kann ich nicht weiter. Ich bleibe hier in Deckung. Ich hoffe, der kann nicht durch die Steine durchsehen. Shit. Ah, der kommt jetzt, bin ich tot. Nee, er geht zurück. Er weiß nicht, wohin soll. Just taking a stroll down the mountains. Oh, jetzt kommt er direkt zu mir. Oh, verpiss dich doch. Weißt du mal, wo du hin willst? Oh shit, er klaut. Ah, komm, ey. Ah, ich komme da nicht weiter, leider. Ich probiere es noch einmal, aber es sieht nicht so gut aus. Ich bin jetzt schon sehr weit gekommen, finde ich. Ich bin schon an 4 oder so vorbeigekommen.
Weil die werden dann immer so leicht rot, so ein bisschen wie im Intro von Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain. An die erinnert mich diese Gestalt irgendwie so. An den, wie heißt der Snake? Tortured Snake oder so ähnlich. Venom Snake heißt der, glaube ich. Ah, das ist ein bisschen nervig. Wenn das gesamte Spiel so ist, ist es halt schon ein bisschen lame. Betrayer war eben so. Hat jetzt nicht so die starke Story gehabt. Das ist hier schon ein bisschen besser inszeniert, finde ich. Aber wenn man immer vor diesen Viechern da bloß wegläuft, das wird auf Dauer ein bisschen eintönig, finde ich. Also so richtig Survival-Elemente gibt es jetzt noch nicht. Es ist halt mehr so ein Versteckspiel. Ich würde jetzt auch nicht denken, dass es am Anfang gleich so schwer ist. Aber ich versuche mal eine ähnliche Route wieder zu nehmen. Auch wenn es schon ein bisschen tricky war da. Ich hatte schon sehr viel Glück da durchzukommen, weil die verschwinden dann auch wieder und erscheinen plötzlich wieder. Boah, jetzt gerade kurz aufgeleuchtet, da dachte ich schon, jetzt hat er mich gesehen. Jetzt bin ich schon in der kurzen Zeit sehr weit gekommen. Cool. Okay, hier war aber auch nochmal einer. Muss ich mich beeilen. Und da war wieder die blöde Stelle. Boah, wenn man hier überall hängen bleibt. Okay, da bin ich gestorben. Jetzt bin ich doch relativ flott dahin gekommen. Jetzt habe ich die ganzen Spawns übersprungen, weil ich so gerusht bin. Hab einen CD-Bomb-Brush gemacht. Macht gar keinen Sinn. Ah, fuck. Ich glaube, wenn der rot leuchtet, muss ich einfach nur von ihm weggehen, dann wird er nicht getriggert. Auf mich. Oh, da ist noch einer? Okay. Shit, aber da unten ist auch einer. Okay, der ist weg. Kann ich jetzt hoch? Ja, ich glaube, ich kann durch. Wenn man die roten Fußspuren sieht, wie sie verschwinden, dann kann man... Oh, fuck you. Der ist direkt hinter mir. Glaub ich. Das ist ein Spiel, wo man sich sehr ungern umdreht. Oh, shit, der geht nicht weiter, oder? Oh, ist egal. Egal, bin ich wenigstens safe vielleicht. Wenn man hier schon, wenn es der safeste Spot ist im Spiel, dann spricht das nicht für eine wirkliche Umgebung. Ich glaube, ich habe mich total verlaufen. Ich glaube, irgendwo da oben war der Kirchturm. Guck ich mal auf die Karte. Ja, das hilft mir jetzt nicht so viel. Center ist in der Richtung. Dann bin ich wahrscheinlich irgendwo hier unten. Würde ich mal schätzen. Ich weiß auch nicht, wie man das ausmachen kann. Was diese Koordinaten heißen. 37, da war dieser Zwischenfall. Irgendwo hier unten sind wir, glaube ich, am äußersten Ende der Map. Also doch nicht ganz so groß, wie es hier aussieht. Oh shit, jetzt tut sich was vom Sound her. War nur der Wind. Ach, irgendwie kann man auch Licht machen, habe ich, glaube ich, gelesen am Anfang. Schauen wir nochmal. Drücken wir alle Tasten. Ah, da, Licht. Cool. Dann mache ich aber automatisch das Buch auf. Ah, mit Quadrat. Aber ich glaube... Ach, vielleicht kann man die Monster so blenden und dann abhauen. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Boah, wenn ich hier schon stecken bleibe, das nervt mich schon unglaublich. Weil wenn es dann mal schnell gehen muss, dann bleibt man an irgendeiner Kante hängen und stirbt. Das sollte natürlich nicht sein. Man muss auch so spielen, dass man quasi den Zeigefinger auf der Kreistaste hat, um zu schleichen. Das ist ein bisschen günstige Position zu spielen. Okay. Oh, ich glaube, wir sind richtig. Weil jetzt hier auch keine Gegner sind.
ist einfach das Ende der Welt. Irgendwo steigen wir gerade empor hier. Oh, cool, wie das gefunden. Wieder nicht vertont. Bei Toms, okay, alles klar. Katastrophen, interessant. Wiederaufbereitung und Anreicherung von Uran und Plutonium. Okay, da sind wohl irgendwelche Experimente gemacht worden. Okay, jetzt haben wir einen coolen Aussichtspunkt. Vielleicht ist er auf der Karte irgendwie eingezeichnet. Wir sind jetzt ganz weit drüben. Bis zum Center. Jetzt ist die Frage, ob das Center ist oder das. Wahrscheinlich eher das. Dann sind wir hier drüben. Aber ich raff es gar nicht mehr. Wenn ich mal wüsste, wo hier dieser rote Leuchtturm ist. Der ist ja auch nicht angezeichnet, wirklich. Also ich kenne mich gar nicht aus, leider. Es ist aber auch nicht das allzu größte Gebiet. Ah, kann ich hier abkürzen? Sehr gut. Gutes Spiel. Aber finde ich schon mal toll, dass es hier keine schnaufenden Monster mehr sind. Jetzt haben wir aber schon ganz schön lang gespielt. Und es ist ganz schön wenig passiert, muss man sagen. Das ist mehr so ein Spiel, was sich dann nach ein paar Stunden erst erschließt. Und ich denke, ein Spiel, das auch mal so 8 bis 10 Stunden gehen könnte. Ja. Bleiben wieder geduckt, weil wir gehen wieder in Richtung Gegner. Weil auf der anderen Seite geht es wohl nicht weiter. Ich glaube, ich habe mich ein bisschen verfranst. Ich sollte jetzt zu dem Kirchturm gehen. Und an dem bin ich eigentlich schnurstracks vorbeigelaufen. Okay, jetzt kann ich meinen Spuren folgen. Nee, es sind nicht meine Spuren. Nee, es sind nur Steine. Wir looten mal das Map-Ende aus. Die natürlichen Grenzen. Wenigstens keine unsichtbaren Wände. Ah, hier geht's wirklich noch weiter. Cool. Man kann auf dem gefrorenen Fluss laufen, aber das mache ich jetzt mal nicht allzu lange. Hoffe ich zumindest. Weil ich laufe da lieber schnell drüber. Das sollte man aber, glaube ich, nicht machen. Man sollte eher ruhige Schritte machen, wenn man auf was Gefrorenem läuft. Alter, hier geht's noch voll weiter. Bin ich denn hier? Ah, hier geht's nicht mehr weiter, okay. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das Spiel komplett offen ist und dass man überall was entdecken kann oder ob wirklich nur diese Notizen überall verstreut sind und man feste Punkte erreichen muss. Das glaube ich nämlich eher. Und deswegen sind auch diese Schattenwesen nur in den Gebieten, wo ich jetzt eigentlich hin muss. Also ich spiele einfach mal bis zum nächsten Tod noch. Der dürfte nicht allzu weit sein. Übrigens Schwachsinn mit dem Survival. Also es gibt nicht wirklich ein Survival-Element. Muss nicht wirklich irgendwie planen, wie viel Ausdauer ich habe und sowas. Okay, jetzt haben wir hier noch so eine Cave. Ich glaube, wir sehen jetzt eigentlich nur Gebiete, die man später betreten sollte. Oh. Unheimlich. Vielleicht treffen wir ja Smergol hier.
Oh, cool. Ah, sehen wir mal. Koordinaten 61 Nord, 32 Ost. Ich gucke kurz auf meine Karte. 31 Nord, 62 Ost. Oder? Ja. 61 Nord ist hier. Oha, wir sind hier drüben. Okay, hier sind wir. Ganz schön weit weg. Vom Startpunkt. Hier ist noch was eingezeichnet. Vielleicht versuche ich da mal hinzukommen. Aber vielleicht war ich da auch schon. Wo jetzt der Kirchturm war, weiß ich leider nicht mehr. Kommen wir da rein? Oh, what? What the fuck is that? Ha! Okay, jetzt hat sie sein kleines Fehlerchen, wie man hier sieht. Das sind ein paar Bugs hier vom Filter her. Plötzlich eingeblendet wird. Das ist komisch. Nimmt so ein bisschen die Atmosphäre raus, wenn sowas passiert. Ist man auf dem PC vielleicht gewohnt, aber nicht auf der Konsole. Das gefällt mir übrigens sehr gut, wenn man zu lange gesprintet ist, dass es dann so unscharf wird. Nur in der Ferne. Warte mal, wo laufe ich denn jetzt lang? Ich war gerade hier. Kann jetzt aber nicht sagen, in welche Richtung ich laufe. Hier ist Center. Ich finde es verwirrend, dass es nicht hier mit den Himmelsrichtungen geht, der Kompass, sondern mit eigenen Regeln. Ah, wird schon passen. Ich glaube, jetzt laufen wir weg von Center, also laufen wir hier lang. Außen rum. Ist gar nicht so verkehrt, weil da ist eine Markierung, wo wir vielleicht was finden werden. Ah, wir sind schon ziemlich nah an dem Leuchtturm dran. Der eigentlich kein Leuchtturm ist, es ist eigentlich mehr ein Funkturm. Oh shit, der geht's nicht weiter, oder? Doch. Aber da komme ich nie wieder hoch wahrscheinlich. Keine Schattenwesen hier. Bin ich aber auch gar nicht böse drum. Wo komme ich da hoch? Warum denn nicht? Da muss ich doch hin eigentlich. Okay, dann gehe ich hier weiter. Ich guck mal, vielleicht kommen wir noch gar nicht zu dem Funkturm. Das wird wahrscheinlich das Ende des Spiels sein, oder? Ist ja auch, Achtung Spoiler, das Ende des Spiels von Dear Esther. Man ist ja dann auch am Ende an diesem Turm, wo man das Licht die ganze Zeit sieht. Naja, dann gehen wir jetzt wieder hier hoch. Da waren wir ja schon. Soweit ich mich erinnere. Also es hat den Anschein am Anfang, dass es ein riesiges Gebiet ist, aber man hat es dann eigentlich auch in ein paar Minuten durchkämpft. Jetzt dürfen wir dann auf der linken Seite wieder den Kirchturm sehen. Denke ich. Genau, hier sind wir lang gelaufen. Haben wir im Kreis gelaufen. Dann nicht lang. Aber ich habe auch nicht wirklich einen Punkt gesehen, wo ich abbiegen hätte können. So, da sind wieder die Monster unterwegs. Das nimmt natürlich auch so ein bisschen die Spannung raus, wenn man dann den restlichen Abschnitt der Map ungestört erkunden kann. Und nur hier diese Monster rumkräuchen. Aber wie soll ich denn da hinkommen? Sieht man da einen Weg? Nee, da geht's ja gar nicht durch.
Versuch mal die Monster auch zu blenden, vielleicht geht das ja. Ist jetzt nicht das spannendste Video, ist mir klar. Aber so ist das Spiel halt. Ah, ist wohl gerade nicht da. Oder vielleicht sind jetzt alle verschwunden. Das Spiel ausgehebelt. Dadurch, dass ich da einfach irgendwo anders lang gelaufen bin. Ja, shit, ich muss doch hier rüber zu dem Turm, aber wie komme ich denn darüber? Das sind überall Abgründe. Die Monster sind weg. Finde ich gut. Weil hier gibt es ja auch nirgends so eine Brücke darüber. Diese Art Insel. Wenn man hier sieht, da ist eine klare Linie, Trennlinie. Kann ich da irgendwo abkürzen? Ja, bis zum nächsten Tod war ein bisschen optimistisch geschätzt. Dachte, der würde wesentlich früher kommen. Springen kann man ja nicht. Ah, gucke ich doch mal auf die Karte. Also wir sind ja jetzt einmal hier runtergegangen und dann wieder so hoch, glaube ich. Ich schätze, wir sind hier irgendwo hier so. Wahrscheinlich ist hier irgendwo der Kirchturm, aber ich weiß nicht, wie er hinkommt. Rechts ist... Rechts unten aber. So in der Richtung ist das Center. Das ist so irgendwo hier. Das ist wahrscheinlich. Irgendwie kann ich mich jetzt komplett frei bewegen. Hier ist keine Sau mehr. Hier geht's wieder zurück zum Zentrum. Man bricht hier auch nicht wirklich ein. Das ist auch ein bisschen schade. Ich weiß nicht, was jetzt hier so die Aufgabe ist. Ich dachte eigentlich, da zu diesem Turm zu kommen, aber da kommt man gar nicht hin. Ich hätte eigentlich auch gedacht, dass es irgendwie einen Tag-Nacht-Zyklus gibt. Gibt's wohl auch nicht. Ah, okay, jetzt scheint es schon ein bisschen näher zu sein. Und, nee, ich muss hier immer noch rüberkommen. Was soll das denn gehen? Ich verstehe das nicht. Es gibt wirklich gar keinen Weg darüber. Sind irgendwie wie so eigene Floating Islands. Einmal diese Insel mit diesem Dorf und einmal ein komplettes Land drumherum.
Vielleicht habe ich jetzt auch so viel gefunden, dass ich eigentlich zurück zur Basis sollte und schlafen sollte. Aber das hätte mir das Spiel wahrscheinlich gesagt. Naja, dann laufe ich mal in die Richtung zurück. Vielleicht sind jetzt auch hier die Monster, das kann natürlich sein. Ah, geht's hier rechts runter? Ne, hier geht's nicht weiter. Ah, geht's hier doch? Auch nicht. Ja. Er ist so ein bisschen leer, das Spiel, ich weiß auch nicht. Man hat auch die ganze Zeit dieses Wolfsgeheule, aber man sieht nie einen. Laufe ich mal zurück zur Mitte. Hier doch eine Tropfsteinhöhle. Mit den verzauberten Wurzeln. Naja, ich habe mich schon ein bisschen mehr gegruselt. Also am Anfang geht einem schon ein bisschen die Pumpe, aber nachdem die Gegner rausgeglitscht sind, ist da nicht mehr so viel da irgendwie. Was ist da oben? Da ist Licht, vielleicht soll ich da hin. Hallo, wo bin ich denn jetzt? Nicht da lang überhaupt? Kann es sein, dass sich die Spielwelt langsam verändert hat? Das wäre schon mal zum Beispiel ganz cool. Komme ich denn jetzt zu meinem Zelt zurück? Wahrscheinlich gar nicht. Vielleicht ist das Spiel auch einfach nur gebuggt und weil die ganzen Gegner ja auch schon weg waren und ich kann gar nicht weitermachen. Ah, kann man da wirklich runterlaufen? Ja, man kommt auf jeden Fall runter. Naja, das ist auf jeden Fall Kholat. Danke, dass ihr so lange durchgehalten habt. Beim nächsten Mal gibt es vielleicht ein bisschen aufregenderes Spiel wieder. Und nicht vergessen, die Halloween Competition auf xtgamer.de mit ein paar Gewinnspielen. Gibt's auch bald. Dann danke fürs Zugucken. Noch eine schöne Nacht. Gute Nacht. Said a bright warm light will bring
let me know. Just let me know. When the ashes arise, the light shall fall. Will you find me? Will you find me? When the sky is dead and forever gone, will you find me? Will you find me? When the ashes arise, the light shall fall. Will you find me? Will you find me? When the sky is dead and forever gone, will you find me? Oh, will you find me? When the ashes arise, the light shall fall. Will you find me? Oh, will you find me? When the ashes arise, the light shall fall. Will you find me? Or will you find me? I have faith that you are safe.